Und es gibt auch noch einen Film. Both grad and div involve finding fields using partial derivatives. We'll look at yet another useful field. Once again, it involves partial derivatives. Water can flow in many different and often complex ways. Let's look at a relatively simple case. What's the velocity field that describes the flow on the surface of a river? We can explore this field by watching floating objects. What kind of motion can you see here? There appear to be two types of motion: downstream and rotation about a vertical axis. In fact, if we're travelling along with the disk, all we see is the rotation. This rotation is related to the velocity field, but how? To answer that question, we need to define the velocity field on the surface of the river. We'll define the surface velocity vector at any fixed point on the river, fixed that is relative to the riverbank, as the velocity of any floating object as it passes through that point. To model the surface velocity, we'll need to make some assumptions, both about the shape of the river and about the way that the water flows. We'll assume that there are no rocks affecting the flow. Let's also assume that the river is straight and of uniform width, and the flow is steady and streamline. It all flows downstream. Sie haben jetzt gerade gesehen, wie jetzt aus der komplexen Realität, nämlich das hier, einfach etwas gemacht worden ist, was dann hinterher überhaupt nicht mehr so richtig mit der Realität etwas zu tun hat. Und das nennt man aber Modellbildung. Und grundsätzlich ist alles das, was Sie irgendwo kennenlernen in Ihrem Studium, Modellbildung. Das gilt übrigens nicht nur für ingenieurwissenschaftliche und naturwissenschaftliche Fächer, sondern das gilt auch für geisteswissenschaftliche Fächer. Man versucht immer, das Komplexe auf etwas Einfaches zu reduzieren und für das Einfache dann Aussagen machen zu können. Und weil wir uns jetzt hier für das Strömungsverhalten, übrigens nur das Strömungsverhalten auf der Wasseroberfläche interessieren, stört es natürlich, wenn das Wasser irgendwie so meandert und wenn wir da irgendwas in der Mitte drin haben. Und deshalb we'll assume that wird dieses there are Feld no jetzt rocks affecting the flow. gerade gemacht. Let's also assume that the river is straight and of uniform width, and the flow is steady and streamline. It all flows downstream. So, this is our model river. To model the velocity field, we first need some axes. Velocity Field ist das Geschwindigkeitsfeld, was jetzt modelliert wird. And a function, v of xy, that describes the unique velocity vector at each point, xy, on the surface. So, ich weiß noch, als ich den Film das allererste Mal angeguckt habe, habe ich das nicht so ganz verstanden, was hier überhaupt steht. Und zwar, dieses dicke V hier ist eigentlich ein V mit einem Vektorpfeil darüber. Das heißt, das hier ist ein Vektor. Dieser V-Vektor ist abhängig von zwei Größen, x und y, ist natürlich klar. X und y, wir haben hier ein zweidimensionales Gebiet. Und für dieses zweidimensionale Gebiet wird jetzt ein zweidimensionales Vektorfeld definiert. V für Velocity, für die Geschwindigkeit. Und dieses J, was auch dick ist, das soll jetzt einen Einheitsvektor darstellen. Während dieses V selber hier so als Skalar einfach nur eine Größe hat. Das heißt, an jedem einzelnen Ort haben wir hier eine Größe für dieses Vektorfeld. Und weil dieses Vektorfeld eben eine ganz besondere Eigenschaft hat, nämlich alles soll ja nur in diese eine Richtung fließen, gibt es auch immer nur eine Richtung, wo diese Pfeile von diesem Rot hätte man das jetzt eigentlich auch machen müssen, wo das hin zeigt. We'll assume that for this short stretch of the river, v of xy doesn't depend on y. In other words, the velocity at any point only depends on its distance x from the left bank. This implies a model surface velocity field of the form v of xy equals u of x, j.
Ja, das ist eine Variable schon weggeflogen, weil die haben gesagt, es strömt, also egal ob ich hier oben bin oder hier, die Strömung ist dann das gleiche. Egal wo ich in Y-Richtung mich befinde, habe ich die gleiche Strömungsgeschwindigkeit. Da, wo sich was ändert, ist sozusagen, ob ich am Rand oder eher in der Mitte bin. Und deshalb haben sie dann hier nur noch u von x und nicht mehr u von x und y stehen. But Für what die sort of Geschwindigkeit. function is u of x? Let's go back to the real river for a moment. The velocity of the water varies as we go across the river. We can assume that at each of the banks the surface speed is zero. That is, u of 0 and u of d are both 0, where d is the width of the river. Das ist auch zum Beispiel total schwer zu verstehen. Also kein Mensch würde sich mit solchen Buchstaben irgendwie was erklären. Das, was man abgekürzt sagen würde, ist einfach nur, am Flussrand ist die Geschwindigkeit 0. Ne? Wir haben das ja hier schon gesehen. Ich mache das jetzt doch nochmal einmal hier kleiner. Ne? Am Rand ist die Geschwindigkeit 0 und in der Mitte sind diese roten Vektoren maximal. Und deshalb bleibt am Rand auch irgendwo was hängen, weil eben dort die Strömung nicht stark genug ist. Wir hatten ja gerade eben dann so einen Kanister gesehen. Ja. Somewhere in between, the surface speed will be a maximum. Let's assume that there's some symmetry, and so that the maximum flow is midstream. What does this imply for u of x? Well, the simplest possibility is parabolic. U of x equals cx times d minus x, where c is a constant. And so our model for the surface velocity field v is this. Ja, und auch dort muss ich jetzt wieder Stopp machen, weil das können Sie jetzt einfach so sagen, ja, glaube ich, ist wahrscheinlich so irgendwie. Warum ist das so, könnte man jetzt auch fragen. Oder Sie selber müssten sich das eigentlich fragen, wie kommt man auf so einen Term, wenn die Filmemacher den nicht selber wieder irgendwo abgeschrieben haben und wenn der stimmt. Naja, das, was wir hier sehen, ist auf jeden Fall eine Parabel. Und das ist auch jetzt eine Annahme von diesem ganzen Modell, dass man einfach sagt, das sei parabelförmig. Das ist noch dahingestellt, ob das dann wirklich so ist, ob solche Geschwindigkeitsfelder an der Wasseroberfläche so parabelförmig sind. Im Prinzip haben wir nur gesagt, dass am Rand 0 ist und in der Mitte maximal. Das könnte auch irgendwie eine andere Form als Parabel haben. Weil Parabeln aber leichter mathematisch aufzuschreiben sind, haben wir jetzt eine Parabel, die nach unten zeigt. Und Sie sehen jetzt x mal minus x. Also wenn ich diese Klammer hier auflöse, dann habe ich ja das c, das ist sozusagen, steht insgesamt da, ich habe x mal d minus x mal x. Und x mal x ist eben x Quadrat mit einem Minuszeichen davor. Das ist eben eine Parabel also eine Parabel, die nach unten offen ist und nicht nach oben offen ist. Und dieses d mal x, das ist letztendlich nur noch etwas, was dann die Parabel irgendwie größer oder kleiner macht. Und gut, man hat jetzt hier auch noch einen weiteren Skalierungsfaktor c, damit ich dann diese Vektorpfeile hier auch entsprechend länger oder kürzer machen kann, dran. Also im Prinzip muss man es einfach nur einmal ausrechnen und sich vergegenwärtigen, dass dieses c mal x mal d minus x, das ist eigentlich c mal d mal x ist dx minus x Quadrat. Ja, eigentlich müsste ich jetzt hier noch dann eine Klammer hinschreiben. So, und jetzt könnte man das c noch reinsetzen und wir haben dann hier also c dx minus cx Quadrat. Das ist der eigentliche Term, der diese Parabel nach unten zeigen lässt. Und der andere, der sorgt dann dafür, dass die Stauchung halt noch ein bisschen anders aussieht. But how can a velocity field cause rotation? Let's go back to the model. Can you see what's happening? Let's subtract the downstream velocity of the centre of the disk. While the outer edge is being tugged downstream by the flow, the nearer edge is being tugged upstream, so the disk rotates. This indicates the presence of another vector field, one that describes the magnitude and direction of the rotation at any point in the river. Here, the rotation is anti-clockwise. So using the right-hand rule, the direction is vertically upwards, that is, in the direction of k,
the Cartesian unit vector in the z direction. This new vector field is called the curl of v, or just curl v. Curl ist der englische Begriff für Rotation. Im Übrigen, dass dieser Vektor, dass wir, Moment, so weit zurück, so, dass wir dieses hier haben, dass ein Teil nach oben ist, ein Teil nach unten, ist eigentlich nur eine Differenz. Weil wir haben an der Stelle natürlich die Vektoren, die mit größerer Geschwindigkeit in Richtung, in diese Richtung fließen. Und hier am Rand haben wir die kleineren Vektoren, die also nur in kleinere Richtung, ich habe jetzt leider das Bild nicht dazu, fließen. Das heißt also, für so eine Scheibe an diesem Ort haben wir eigentlich an der Stelle stärkere Strömung nach vorne und an dieser Stelle schwächere Strömung. Und insgesamt dann kann man das relativ gesehen sozusagen auch als ein solches Feld darstellen. Und auch hier haben wir lokal für diesen Punkt die Rotation ausgerechnet und beziehungsweise dargestellt, gerechnet haben wir noch nicht. Und diese Rotation ist, wie wir auch schon gerade eben kennengelernt haben, im Prinzip ein Vektor und das ist die Drehachse. This vector curl v vary over the river. As we've seen, here the rotation is anti-clockwise, but here it's clockwise. On the left-hand side of the river, the velocity difference across the disk causes rotation in the positive k direction. While on the right-hand side of the river, the velocity difference causes rotation in the negative k direction. So what's the rotation midstream? Well, midstream there's no rotation. In other words, curl v equals 0. The vector field showing curl v for the whole river looks like this. Everywhere, curl v is perpendicular to the velocity field v. So, perpendicular, also rechtwinklig, das waren die einzelnen Vektorpfeile, oder einen dieser Vektorpfeile wurde dargestellt bezüglich einer orangefarbenen Scheibe. Und das ist immer ein Rotationsvektor oder beziehungsweise eine Rotationsachse. Und eigentlich könnte man jetzt hier an jedem Ort einen solchen Vektorpfeil malen. Die haben natürlich jetzt nur ein paar davon genommen. Und das ist das eigentliche Rotationsfeld, was man ausrechnet, indem man Nabla Kreuz V ausrechnet oder Rotation von diesem Geschwindigkeitsfeld V ausrechnet. Und die zeigen hier nach unten, weil wir dann eben in die entgegengesetzte Richtung rotieren. Any vector field can have a curl field associated with it, and later in this unit you'll see how curl v can be found from partial derivatives. For our model river, the rotation was localized. There was rotation about each point, and it's local rotation that curl describes. Not the bulk rotation of water you see in river bends or in swirling water. So what do you think is happening here? There's plenty of water movement, bulk rotation, but what about any local rotation? Also hier wird nochmal der Unterschied gemacht oder nochmal darauf hingewiesen, dass das, was man als Rotation ausrechnet, ein Feld ist und sozusagen für jeden einzelnen Punkt im Raum ausgerechnet wird. Und das, was hier insgesamt als Rotation ist, das nennen die eben Bulk Rotation. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen würde. Es gibt aber eine vernünftige Übersetzung, liegt an mir, dass ich die jetzt nicht weiß. Ja, und jetzt erklärt sie noch weiter, was diese Bulk Rotation ist, beziehungsweise die lokale Rotation ist.